Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Schuster Automobile. Heute habe ich mal was für die MX5-Fahrer unter euch. Der Frühling steht ja kurz bevor, man will jetzt endlich sein Cabrio wieder aus der Garage rausholen und dann überlegt man natürlich auch, was könnte man jetzt mal wieder Gutes fürs Auto tun, vielleicht ein bisschen aufwerten. Und dann spricht natürlich auch viele Kunden so eine Auspuffanlage an, damit das Auto ein bisschen sportlicher, kerniger klingt. Denn grundsätzlich ist der MX5 zwar schon gut motorisiert, aber vom Klang her könnte da durchaus noch ein bisschen mehr rausgeholt werden. Aber das Ganze haben wir noch nie auf Video aufgenommen für euch. Und deswegen wollen wir uns heute mal in diesem Video mitnehmen, wie denn so eine Auspuffanlage eigentlich aufgebaut ist, wie man die montiert und natürlich auch am Ende des Tages, wie klingt denn das Ganze im Vergleich zu einer Original-Auspuffanlage. Ganz kurz zur Situation noch erklärt. Wir haben aktuell einen MX5 hier, den haben wir kürzlich an eine Kundin verkauft und die sagte uns tatsächlich, sie möchte das Auto ein bisschen optisch aufwerten und möchte einen besseren Klang haben. Und das Auto bekommt also Tieferlegungen, breitere Felgen und natürlich eben auch eine schicke Auspuffanlage, Duplex, schöne dicke 90 mm Rohre und einen passenden Heckdiffusor. Und den hätte ich gesagt, schauen wir uns jetzt hier direkt mal in den Kartons an und gucken mal, wie das eigentlich so ausschaut, bevor man es am Auto montiert. Neben mir hier im dicken Karton, da befindet sich die Endschalldämpferanlage drin und die schauen wir uns gleich mal an. Hier ist handschriftlich nur drauf geschrieben Simex, die Teilenummer Gen 4. Das war einfach das Design, was der Kundin am besten gefallen hat. Also eher so massivere Endrohr, ein bisschen kraftvoller das Auto von hinten wirkt. Simex ist der Anbieter, wo wir das Teil bestellen und bestellen wir relativ häufig irgendwelche Zubehörteile. Die haben wirklich eine tolle Auswahl für MX5. Könnt ihr gerne auch mal vorbeischauen. Ich verlinke euch das unten mal im Video, gerade für die MX5-Liebhaber wirklich eine tolle Seite. Und wir schauen jetzt direkt mal rein. Ich mache das Ganze mal auf und dann werfen wir mal einen ersten Blick auf die Auspuffanlage. Man sieht hier nochmal anscheinend doppelt verpackt. So wurde das Ganze dann geliefert. Und ich ziehe das mal raus. Also auf den ersten Blick schaut das schon mal ganz schick aus. Man sieht schon, das ist also auf jeden Fall handverarbeitet. Die Transportschutzkappen machen wir auch mal weg. Und hier sind dann die Endrohre versteckt. Die schauen wir uns jetzt gleich mal als nächstes an. Das ist natürlich das Spannendste, weil das wird man ja am Ende dann auch sehen. Es gibt natürlich auch ganz verschiedene andere Endschalldämpferanlagen, auch ganz interessant, zum Beispiel so mittenflutige. Wir haben jetzt hier die Duplex-Anlage, es gibt auch welche, die nur auf der rechten Seite sind, wie die Originalanlage. Der Vorteil von den Duplex-Anlagen ist, dass sie ein bisschen sportlicher noch klingen, weil wir natürlich den Klang aus zwei relativ großen Rohren dann haben. Das heißt, die sind grundsätzlich ein bisschen kerniger, für die es ein bisschen lauter im Auto mögen. Wenn man es eher ein bisschen dezenter will, empfehle ich immer die Originalanlagen auf der rechten Seite. Die sind nicht ganz so laut, dass wir eben nur einen Ausgang am Endschalldämpfer haben. Oder auch die mittleren Anlagen, die kommen meistens eben auch nur aus einem Rohr raus und sind eben nicht ganz so sportlich. So, da schaut das schon mal richtig schick aus. Ich hoffe, ich kann es euch zeigen. Richtig schön gemacht. Ich finde auch hier die Verarbeitung ist wirklich klasse. Nicht scharfkantig, innen drin mit Absorber. Und das wird richtig schön am Auto aussehen. Wie gesagt, wir haben das schon ein paar Mal verbaut. Passt meines Erachtens sehr schön zum MX5. Macht das Ganze ein bisschen kraftvoller von hinten. Schaut nicht ganz so klein aus wie die Originalanlage. Und das ist jetzt hier der von der Fahrerseite, denke ich mal. Tue ich mal beiseite. Und dann schauen wir uns den noch an. Und das ist jetzt hier die Beifahrerseite, meine Fingertabs noch ein bisschen drauf. Ja, ganz genauso verarbeitet, eben hier mit dem Winkel, kommt dann hier dran. Kann man dadurch natürlich auch schön positionieren, dass es dann auch im Diffusor sauber drin liegt. Wie gesagt, das ist auch aus Edelstahl. Und jetzt schauen wir uns noch die Auspuffanlage selber an. Da haben wir jetzt hier noch die EG-Bescheinigung. Das heißt, das Ganze muss nicht eingetragen werden. Ist grundsätzlich für den Mazda MX5 Typ ND freigegeben. Ist egal, ob ihr jetzt den kleinen Motor habt mit 132 PS oder den großen mit 184 PS oder auch den mit 160 PS. Das ist grundsätzlich bei allen Motoren freigegeben und muss einfach nur montiert werden und sonst muss hier keinerlei Eintragung erfolgen. Hier sieht man es auch nochmal, da ist dann die EG-Nummer eingeprägt oder E-Nummer eingeprägt. Das ist dann auch ganz wichtig für den TÜV-Prüfer. Wenn er dann eben den TÜV bei eurem Fahrzeug abnimmt, dann sagt er natürlich, ja, ist denn die Auspuffanlage eingetragen. Das ist eben ganz wichtig, dass man das hier sehen kann.
Okay, das ist natürlich nur der erste Teil. Wir wollen natürlich auch, dass das Ganze richtig schick am Fahrzeug ausschaut. Und wir müssten ja hier an der Stoßstange links die entsprechenden Ausschnitte vornehmen. Das wird dann eben nicht ganz so edel ausschauen. Deswegen gibt es noch einen Diffusor, der dann eben wirklich perfekt für die Einfassung des Auspuffs sorgt. Und der befindet sich hier in diesem Karton und den schauen wir uns auch gleich mal an. So, hier ist also unser Diffusor. Vom Karton her ein bisschen schmaler und natürlich deutlich leichter. Schauen wir uns auch direkt mal an. Den Diffusor selber gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen für diese Auspuffanlage. Einmal in schwarz glänzend, das haben wir jetzt genommen, da muss man nichts lackieren. Und dann nochmal in schwarz matt, das ist ja immer eher so ein bisschen die matte Optik möchte. Oder wenn man es eben zum Beispiel in Wagenfarbe lackieren will. Das geht natürlich ganz genauso. Schaut euch das mal an. So rum wird es auch montiert dann im Fahrzeug. Und hier sieht man auch noch Schutzfolie drauf, dass es nicht so leicht verkratzen kann. Hochglanzschwarz. Und ja, von daher hätte ich gesagt, schauen wir das vielleicht mal an so einem MX5 oben an. Da kann man sich das, glaube ich, ein bisschen besser vorstellen schon mal, wie das ausschauen wird. Kommt mal mit. Hier seht ihr mal die originale Auspuffanlage und im Vergleich zu dem Enduro, was ich euch gerade im Video gezeigt hatte, fällt, glaube ich, auf, wie schmal die tatsächlich sind. Das denkt man immer gar nicht so dran, wenn man das als einzeln sieht. Und wenn ich den Diffusor dran halte, dann fällt es noch ein bisschen stärker auf. Schaut mal, da passen fast in die Öffnung beide Endrohre rein, nicht ganz. Und das wird ungefähr so in dieser Höhe montiert werden. Man sieht es hier auf der linken Seite, glaube ich, auch ganz gut. Hier müssen wir dann ein Stückchen von der Stoßstange ausschneiden, hier unten. Das wird aber auch sehr, sehr schick, weil es im Endeffekt von dem Diffusor abgedeckt wird. Und die Endrohre von dem neuen Auspuff werden auch deutlich weiter rausstehen. Die werden hier schön bündig abschließen, sodass es richtig schick ausschaut. Und ja, ich hoffe, es wird euch auch gefallen. Wir fangen jetzt mal mit der Montage an. Nehmt euch da so ein bisschen mit bei dem Thema. Und ich weiß nicht, ob wir heute noch fertig werden. Es muss auch geklebt werden. Und ansonsten sehen wir uns dann eben morgen wieder, beziehungsweise bei euch geht es dann sowieso im Video immer direkt weiter. So, die Arbeiten am Fahrzeug sind nun abgeschlossen und es ist, glaube ich, an der Zeit, auch mal im Detail so ein bisschen hier über die Montage zu sprechen. Das Ganze wurde hier geklebt und geschraubt und bei der Verklebung ist es eben besonders wichtig, zum einen genügend Material aufzutragen, aber eben nicht zu viel Material vom Klebstoff aufzutragen. Macht man zu viel, quillt das Ganze über, lässt sich wirklich nur sehr, sehr schlecht entfernen. Und wenn man zu wenig macht, besteht die Gefahr, gerade bei hohen Temperaturen durch die Ausdehnung dieser zwei unterschiedlichen Materialien, dass sich das Ganze wieder löst. Also hier ist wirklich ganz wichtig, die richtige Menge zu verwenden und hinterher das Ganze auch ruhen zu lassen. Auch wenn man wirklich Lust hat, das neue Auto gleich mal zu probieren, wie so der Klang von der Auspuffanlage ist. Nein, lasst es bitte ruhen, am besten über Nacht oder noch besser über das ganze Wochenende. Genauso haben wir es auch getan. Bei uns sind es etwa 48 Stunden und danach wird der erste Test durchgeführt. Bei der Montage der Auspuffanlage muss ich wirklich sagen, war die Verarbeitung und die entsprechende Aufhängung schon sehr, sehr gut vom Hersteller vorbereitet. Da haben wir auch schon andere Sachen erlebt. Allerdings ist uns aufgefallen, dass beim linken Auspuffrohr, bei dem man die Länge einstellen kann, das Rohr vom Endschalldämpfer ein Stück zu lang war, sodass wir es nicht an das rechte Rohr anpassen können. Denn an der rechten Seite können wir nur die Höhe einstellen und deswegen mussten wir das ein Stückchen kürzen, aber das war letzten Endes gar kein Problem. Ansonsten wird unten noch ein, zwei Schrauben befestigt, dass hier wirklich auch alles fix ist und dann ist die Sache eigentlich auch relativ schnell erledigt. Hier vom Ausschnitt sieht man gar nichts mehr, wird schön vom Diffusor abgedeckt und ich finde, das kann sich wirklich sehen lassen hier, gerade in Kombination mit dem schwarz glänzenden Diffusor und dem schicken dunkelblauen Auto. Würde jetzt die Sonne scheinen, ich glaube, dann würde man das noch ein bisschen besser zur Geltung kommen. Lasst uns auch mal einen Blick auf die Seite schauen. Da sieht man es, glaube ich, ganz schick. Die Kundin hatte uns ja den Auftrag gegeben, bei ihrem Fahrzeug einige Tuning-Maßnahmen durchzuführen. Wir hatten ein relativ knappes Budget mit ca. 2.500 € und trotzdem haben wir es geschafft, noch hier eine 18 Zoll Felge zu montieren. Da hat uns allerdings auch ATH Hinsberger ein bisschen geholfen. Die haben ab und zu mal so Aktionsware, das sind also Produkte, die im Abverkauf sind, wo ihr selber auch gerne solche Sachen ein bisschen günstiger bekommen könnt. Und da ist uns eben diese schicke schwarze 18 Zoll Felge über den Weg gelaufen. Die ist jetzt 7,5 Zoll breit. Wir haben jetzt hier von der Reifenmarke Nexen genommen, also auch eher ein preissensibles Produkt, aber trotzdem gute Qualität noch, sonst wäre das einfach nicht realisierbar gewesen. Und ich finde auch hier passen wieder zum Diffusor schwarz glänzend. Ihr seht schon, hier haben wir auch so schwarz glänzende Elemente. Das Dach bei dem Auto ist auch schwarz glänzend. Also es schaut wirklich richtig schön harmonisch aus. Wir haben jetzt hier im Moment keine Spurplatten drin, aber ich finde, das schaut eben von der seitlichen Abschirmung schon sehr schön aus. Wir mussten keinerlei Karosseriearbeiten durchführen, das ist auch mal ganz wichtig.
dass hier nicht die Garantie vom Hersteller erlischt. Und dadurch, dass wir jetzt hier eine Tieferlegung haben, 40 mm von Aibach, in Kombination mit den 18 Zoll Felgen, muss das Ganze natürlich per Einzelabnahme abgenommen werden, da es eben ja 2 Maßnahmen gleichzeitig sind, die das Fahrwerk betreffen. Aber auch das hat heute einwandfrei funktioniert, ohne irgendwelche Einschränkungen. Und wenn man es jetzt noch ein bisschen sportlich haben wollte, könnte man theoretisch vielleicht noch so eine 5 mm Platte dran machen, dann wird es noch ein bisschen weiter rausstehen. Aber dann besteht natürlich noch ein bisschen mehr Gefahr, dass man hier die Felgen anfährt. Also wie gesagt, ein richtig schönes Ergebnis. Und wenn ihr jetzt hier mal so ein bisschen nach links schaut, dann habe ich euch hier mal schon 3 MX5 aufeinander oder nebeneinander drapiert. Einmal hier unser umgebautes Fahrzeug mit dem Ultra-Sportauspuff, der ja so ein bisschen auch die preissensiblen Kunden ansprechen soll. Das Ganze wird in Polen gefertigt, ist natürlich deutlich günstiger als die bekannten Hersteller wie Fox oder Friedrich Motorsport aus Deutschland. Und dann habe ich noch eine originale Anlage und da eben so eine Friedrich Motorsport Duplex Anlage, die im Endeffekt ja so viel kostet wie hier das komplette Kit mit dem Heckdiffusor. Und es stellt sich natürlich die Frage zum einen, lohnt sich denn überhaupt gegenüber dem Original so eine Auspuffanlage? Klingt es wirklich besser? Und lohnt sich denn vielleicht hier auch nochmal extra Geld in die Hand zu nehmen, um sich eine hochwertige Friedrich Motorsport zu nehmen? Oder reicht nicht vielleicht auch so eine etwas günstigere Anlage und bringt die auch einen sehr, sehr schönen Klang? Und das hätte ich gesagt, probieren wir jetzt gleich mal aus. Wir haben so ein Soundmessgerät, wir machen mal einen Kaltstart für euch und dann könnt ihr natürlich auch mal eure eigene Entscheidung treffen, welche Anlage euch hier am besten gefällt. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare unten schreiben, wäre ich auch mal daran interessiert, was ihr zu diesem Thema denkt. Als erstes fangen wir mal mit der originalen Auspuffanlage an und hier seht ihr mal unsere Versuchsaufbau. Im Abstand von 1 Meter haben wir hier einen dB-Messer integriert. Der misst den Schallpegel und zusätzlich auch noch den Maximalwert, der gemessen wurde. Wir haben hier für euch auch nochmal ein eigenes Mikrofon hingelegt, damit hier der Klang auch bestmöglich rüberkommt, sodass ihr euch da nochmal einen eigenen Eindruck von der Klangfarbe oder vom Ton machen könnt, was euch eben besser gefällt. Und ich hätte gesagt, wir starten jetzt mal. Alle 3 Fahrzeuge sind komplett kalt, machen also einen Kaltstart. Lassen wir einfach mal so 10 Sekunden laufen und dann machen wir gleich das nächste Fahrzeug. Hier seht ihr den maximalen Wert, 71,5 Dezibel wurden gerade gemessen. Und wie ihr gleich schon festgestellt habt, beim Fahrzeug ist es so, dass der in den ersten 10-15 Sekunden etwas höher dreht, die Lautstärke ein bisschen höher ist als normal. Ich habe dann auch die Drehzahl so ein bisschen bis 3000 Mal hochgedreht, dass man mal so ein bisschen ein Gefühl für den Klang bekommt bei dem Fahrzeug. Und obwohl eben der Auspuff hier und das ganze Auto im Moment sehr kalt ist, finde ich, kann sich der Klang schon wirklich sehen lassen bei dem Fahrzeug. Aber jetzt ist natürlich mal wirklich spannend, im Vergleich dazu die anderen Auspuffanlagen zu hören. Als nächstes nehmen wir jetzt hier die Friedrich Motorsport Anlage. Wir haben hier auch nur einen Endschalldämpfer, Duplex mit Doppelrohr, sehr schön abgeschrägt, finde ich, passt auch sehr gut zur Heckschürze. Deswegen haben wir uns jetzt hier nicht für einen Diffusor entschieden. Wenn man einen Diffusor hat, dann würde ich empfehlen, diese beiden Rohre in der komplett gleichen Breite zu nehmen. Aber hier, dadurch, dass wir die Originalschürze verwendet haben, haben wir uns eben dafür entschieden, da unterschiedliche Längen zu verwenden. Da gibt es auch ganz, ganz viel Auswahlmöglichkeiten, was die Endrohre angeht. Da sind sozusagen eurem Geschmack keinerlei Grenzen gesetzt. Aber jetzt genug geredet, lassen wir auch hier mal den Motor starten. Ihr seht hier, maximaler Wert 81,8, also wirklich 10 Dezibel mehr als bei der originalen Auspuffanlage. Das ist schon eine ganze Menge. Ich glaube, man konnte es auch im Audiofile jetzt gerade hören. Klingt natürlich schon wesentlich präsenter, wesentlich aggressiver als die originale Auspuffanlage. Deswegen wird es hier auch bei uns sehr, sehr gerne verbaut. Aber wie ich schon sagte, ist natürlich auch eine andere Preisklasse. Und jetzt interessiert mich natürlich demgegenüber unsere Ultra Motorsportanlage, wie die sich eben schlägt gegenüber der Friedrich Motorsport. Das probieren wir jetzt auch mal aus.
83,6 Dezibel, damit hatte ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Ich muss sagen, von innen hat sich die Anlage tatsächlich ein bisschen dezenter angefühlt. Ich wollte gerade sagen, als ich ausgestiegen bin, ich habe das Gefühl, sie ist ein bisschen leiser. Marcel hat aber die ganze Zeit schon hinter der Kamera gegrinst. Und man hat am Ende so ein bisschen gemerkt, dass es so ein bisschen spratzelt, oder wie ich jetzt sagen will. Das finde ich immer ganz witzig. Also das hat mich jetzt tatsächlich überrascht, dass sie tatsächlich von außen lauter klingt als von innen. Also man muss wirklich sagen, die Friedrich klingt auch von innen deutlich kräftiger und aggressiver, und hier innen drin ist es eher ein bisschen dezenter. Finde ich eigentlich auch ganz passend. Die Kundin hatte uns tatsächlich auch gesagt, sie will jetzt nicht so eine extrem laute Auspuffanlage haben. Das Ergebnis dürfte ich jetzt, glaube ich, nicht unbedingt zeigen, dass die ein bisschen lauter, aber innen drin ist es wirklich so, wenn man die Auspuffanlage fährt, ist es ein bisschen angenehmer, ist nicht dröhnig, wirklich sehr, sehr schöner Klang innen drin. Muss man jetzt auch dazu sagen, die Auspuffanlage ist natürlich noch nicht eingefahren. Wir sind jetzt gerade mal hier zur Endkontrolle vielleicht 20 Kilometer mit dem Fahrzeug gefahren. Diese Auspuffanlage hat jetzt circa vielleicht 1500 Kilometer drauf. Weiß nicht, ob man das eingefahren nennen kann, aber grundsätzlich kann man eben sagen, vielleicht wird sie hier noch mal ein bisschen tiefer, ein bisschen bassiger. Aber ich finde persönlich, den Klang wirklich sehr schön. Und in wirklich dieser Preisklasse hätte man eigentlich jetzt nicht erwartet, dass man da so gute Qualität bekommt, auch von der Verarbeitung. Man sieht natürlich schon im Detail, dass hier vielleicht ja die Schweißnähte mit ein bisschen mehr Liebe hätten gemacht werden sollen. Da ist das Ganze hier noch ein bisschen hochwertiger verarbeitet, aber vom Klang, Marcel nickt auch gerade, muss ich wirklich sagen, gefällt es mir. Schreibt uns gerne auch mal in die Kommentare, wie euer Eindruck jetzt hier war zwischen den beiden Auspuffanlagen. Würde mich, wie gesagt, auch wirklich mal interessieren. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mal wieder mit einem interessanten Video zeigen, was man für so ein MX5 alles tun kann. Mit relativ einfachen Mitteln oder hier sogar mit einem relativ eingeschränkten Budget für so viele Maßnahmen, die wir durchgeführt haben. Habt ihr irgendwelche Fragen dazu, packt es wie immer in die Kommentare unten rein. Wir versuchen da immer so schnell wie möglich zu antworten. Hat euch das Video gefallen? Lasst uns einen Daumen nach oben da, freut uns immer sehr. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Das ist absolut kostenlos für euch. Drückt die Glocke, dann kriegt ihr immer eine Info, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video.